Oh, oh, oh. Erstmal herzlichen Glückwunsch an Barcelona zur 29. Meisterschaft. Willkommen zurück. Hala Madrid. Mein Name ist Dennis. Ja, 2:0 gegen Barcelona verloren und wieder ein Spiel. Ich meine, ich habe nichts anderes erwartet und es wird auch jetzt oder die restlichen Spiele werden einfach nur noch, ja, Lustlosigkeit von Allerfeinsten. Auch dieses Spiel waren alle Spieler nicht bei 100%. Sie hatten also man konnte keine Lust wirklich sehen. Und dass das nur 2:0 das Endergebnis, sage ich mal, das ist ja, ich hätte eigentlich mit 5:0 gerechnet, aber Barca hat sich dann 'n bisschen zurückgehalten und dank Courtois haben wir dann auch nur 2 Dinger reinbekommen, auch wenn Courtois beim Freistoß, sage ich mal, nicht so gut ausgesehen hat. Aber er war auch verletzt und hat erst jetzt sein Spiel wieder gemacht, sein erstes. Ja, ist aber auch nicht so wichtig. Man hätte im Endeffekt auch die Jugend spielen lassen können, wäre eigentlich viel wichtiger. Warum ein Tchouaméni gespielt hat, ist für mich einfach ich weiß es nicht. Daran seht ihr, was für Stellenwert die haben. Die können sich kloppen. Ja, 500.000 haben sie bezahlt. Ja, und da scheißt da drauf. Ich hätte ihn gar nicht spielen lassen. Ganz einfach. Punkt. Ich hätte alle anderen spielen lassen. Die Jugend kann die letzten Spiele so und so machen. Ich weiß auch nicht, warum Thibaut Courtois gespielt hat. Ich meine, die WM steht vor der Tür und wenn ich mich nicht ganz täusche, ist Belgien da auch dabei oder nicht. Auf jeden Fall, ja, ist es doch für uns geht's um nichts mehr, außer Platz 2. Und ich denke mal, dass wir das auf jeden Fall, ja, drin haben tatsächlich. Es war, da müsst ihr euch mal vorstellen, wir jammern, wir haben so viel Probleme und so weiter, aber sind trotzdem Zweiter. Ja. Das heißt ja nicht, dass die Liga schwach ist, nein. Aber ja, wir haben uns wirklich zwischendurch dann mal zusammengerissen, whatever. Auf jeden Fall, ich wiederhole es, ich bin froh, wenn die Saison zu Ende ist und ja, was soll ich jetzt zu den einzelnen Spielern sagen? Wie gesagt, ich habe gesagt, es waren alle nicht bei 100%, viele waren lustlos und ey, die habt ihr die Flanken von Trent gesehen? Ich bin echt sprachlos. Also, so was Schlechtes habe ich ja lange nicht gesehen. Also, man merkt wirklich, dass Arda Güler fehlt, auch so. Das sieht man jetzt so, ne? Wenn ihr mal drauf achtet, seht ihr, dass Arda wirklich fehlt. Nicht, dass jetzt also, ihn hätte ich jetzt auch auf der Bank gesetzt, weil die Weltmeisterschaft ist wichtiger, selbst wenn er jetzt nicht, sage ich mal, verletzt wäre. Aber, wenn man das so beobachtet, sieht man schon, was da fehlt, ne? Also, von Anfang an schon, seitdem er verletzt ist. Und, ja, aber absolute Katastrophe, 'n Katastrophenspiel. Und, wie gesagt, dass das nur 2:0 ausgegangen ist schon ich weiß ja nicht, ist schon, ähm, Glück, ne? Gut, wir hatten ein Abseitstor, alles okay, das ist eben so, aber im Endeffekt, ihr könnt ja gerne in die Kommentare mal schreiben, wie ihr das Spiel fandet. Ich sitze, sage ich mal ich sitze vor dem Spiel und gucke eigentlich durch den Fernseher durch. Kennt ihr das? Die Saison ist nur noch durchs Leere. Ich schaue ins Leere, nichts Spektakuläres mehr. Man muss ja auch nicht ich möchte das mal klarstellen. Das geht hier nicht darum, dass man jedes Spiel 5:0 gewinnen muss oder so oder wie hoch, ne? Darum geht's gar nicht. Aber wie lange waren gute Spiele, außer gegen City vielleicht oder gegen Bayern, aber auch das war ja nicht wirklich Real Madrid. Vor 1,5 Jahren haben wir das letzte Mal richtig guten Fußball vielleicht gezeigt oder auch davor ist schon lange her im Endeffekt. So, man darf ja auch nicht vergessen, ja, wir sind Champions League-Sieger geworden mit Kämpfen, Kämpfen, Kämpfen und bis zum Ende. Aber ja, ich weiß nicht, Alter, das so das schöne Spiel, was andere machen manchmal, das ist einfach das fehlt uns. Und ja, was soll ich sagen? Es ist traurig, dass, die Königlichen, wie schön wie ihr hier sehen könnt, das schöne Logo, dass es alles verblasst ist. Und ich weiß wirklich nicht und ich habe das auch so 'n Kumpel wieder gesagt, wenn ich das Spiel heute wieder oder ja, heute, ich nehme das jetzt hier danach auf, also gestern das Spiel, wenn ich das, Revue passieren lasse oder wenn ich das so sehe oder alles, was an der ganzen Zeit passiert ist, frage ich mich: Wie will man diese Mannschaft wieder nach oben zum Erfolg führen und damit wir richtig geilen Fußball spielen, so dass die Leute oder die Mannschaft, nicht die Leute, dass andere Mannschaften wieder Angst vor uns haben? Weil
wir sind immer noch Real Madrid. Respekt haben sie trotzdem noch. Und das sieht man, das schaffen nicht viele Mannschaften, wenn Bayern angeschlagen ist oder auch jetzt. Viele haben vor Bayern, das ist kein Diss, ne, aber es ist einfach nicht so immer der Respekt da. Für uns ist er schon da. Jede Mannschaft hat das. Und gerade wenn Real angeschlagen ist, aber das hilft ja uns nicht. Uns Fans hilft das doch alles null. Das ist alles Kacke. So, und wir müssen mal wirklich wieder so Fußball spielen, wo Krischi da war, wo Roberto Carlos da, ihr wisst ja, Toni Kroos, Modric zu besten Zeiten. Da muss Real wieder hin. Das wird natürlich in der nächsten Saison noch nicht werden. Ich will das nur sagen. Aber wie will man da wieder hinkommen? Das frage ich mich jedes Mal, wenn ich diese Spiele sehe und wenn ich diesen ganzen Scheiß, der bei uns passiert ist oder passiert, ähm, da denke ich jedes Mal drüber nach. Weil ganz ehrlich, das schaffst du auch nächstes Jahr nicht. Also, du kannst vielleicht was ändern. Also, wenn das Mourinho, falls Mourinho kommen sollte, wenn er das schafft, Respekt. Aber wie willst du das machen? Auch, na gut, vor Mourinho werden sie anderen Respekt haben, aber wir müssen Spieler raushauen, auch die Namen haben. Weg, weg, einfach weg. Ich verstehe nicht, warum Tchouaméni gespielt hat. Ich habe ihn gefeiert. Guckt meine ganzen letzten Nachrichten oder mein, Watch-Along, mein Livestream. Ich habe immer gesagt, das war der oder ist einer der besten Spieler des letzten halben Jahr und dann macht er sowas. Und es ist scheißegal, ob er sich entschuldigt und ob das nicht Real Madrid würdig ist. Das sind alles so Sätze, das sind Floskeln. Die Frage ist, ob er das überhaupt ernst gemeint hat. Dass man das nicht bei Madrid macht, ist klar. Das macht man aber auch nicht bei Madrid, nicht nur bei Real Madrid, das macht man bei keinem Verein. So, dass man das bei Real Madrid, bei den Königen macht, ist umso schlimmer. Aber ganz ehrlich, 500.000 ist doch nichts. Und dann spielt er. Ich hätte ihn niemals spielen. Hättet ihr ihn spielen lassen? Schreibt mal in die Kommentare. Hättet ihr Tchouaméni spielen lassen? Never. Ich kann Arbeloa, ich meine, gut, dass das auch bald zu Ende ist. Ich kann das alles nicht verstehen. Ich bin froh, wenn Arbeloa wieder weg ist. Sage ich ganz einfach. Er hat das, man hätte auch Alonso da lassen können. Es wäre doch nicht anders geworden. Was wäre denn jetzt anders gewesen, wenn Alonso noch da geblieben wäre? Was hat Arbeloa denn geschafft, was Alonso nicht geschafft hätte? Außer dass Arbeloa einen schlechteren Punkteschnitt hatte als Alonso bis dato. Also erklärt mir bitte, also deswegen, und sowas kann man einfach nicht. Man muss jetzt in der Zukunft, man muss weiterdenken. Man muss viel weiterdenken. Weil guckt euch doch die Spiele an. Wie hier dieses Logo zu tragen, sie sind es gar nicht wert, dieses Logo zu tragen. Das ist meine Meinung. Das kann so nicht weitergehen. Ganz einfach. Da muss man was tun. Es müssen auch Spieler mit Namen entlassen werden oder was heißt entlassen werden, verkauft werden. Punkt. Man muss komplett neu anfangen. Ne? Und wenn es alle Spieler sind, weißt du, nach dem Motto, ne? Weil so geht es einfach nicht. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, es war wieder ein katastrophales Spiel. Ein Glück nur 2:0 verloren, aber es war absolut schlecht. Es war einfach schlecht. Die Typen haben keinen Bock mehr. Sie haben einfach keinen Bock. So, das ist meine Meinung. So, und ich glaube auch nicht, jetzt kommt die WM erstmal und dann soll auf einmal alles besser sein. Wenn die bei der WM wieder gut spielen, dann wird Perez wieder nichts machen und dann kommen sie bei uns und wieder alles, dann sind sie kaputt, bla bla bla. Glaubt ihr denn wirklich, dass nach der WM die Spieler fitter sind? Never, no way. Also, wie gesagt, ich sage, das ist meine Meinung. So, wenn ihr diesen Kanal noch nicht gefolgt, genau. Wenn ihr diesen Kanal noch nicht folgt, macht es bitte. Das würde mich freuen. Auf den Weg zu den 4.000 Followern in so kurzer Zeit. Ne? Ich bin 4 Monate dabei oder nicht ganz, oder doch, ja, irgendwie so. Und das würde mich natürlich freuen. Ja, und schlagt dieses Video anderen vor, zeigt es und hype dieses Video. Und wenn ihr diesen Kanal ein bisschen unterstützen wollt, dann gebt einen super Thanks unter diesem Video, Daumen nach oben und werdet Mitglied, wenn ihr vielleicht Bock habt. Ja, mehr kann ich ja nicht sagen. Ja, ich bin froh, dass das Spiel wieder zu Ende ist. Also Freunde, bis zum nächsten Mal.